Willkommen zum ES Kreditkarten Talk. Mein Name ist Lars Korsten und wenn ihr schon die Sendung gesehen habt vom Frequent Traveler TV, wo wir über die Themen gesprochen haben, habe ich ja genug geteasert. Deshalb schön, dass ihr jetzt auch hierher rübergekommen seid und die Sendung verfolgt. Also, Thema, das wir haben, sind 10 Dinge, die ihr mit den Amex Gold USA-Karte beachten musst und aktivieren musst. Also damit du wirklich den maximalen Value rausholst, damit du nicht auch irgendwie knapp $400 einfach mal verlierst, weil du zu doof warst und Dinge vergessen hast. Und das erste ist natürlich, wenn du die Karte neu bekommst oder wenn das Jahr anfängt, dass du den Account einrichtest, die Karte direkt anfängst zu nutzen. Auch wenn du zum Beispiel die Karten ausswappst, denk dran, dass die Karte, wenn die Kartennummer ausgetauscht wird, weil die Karte auf Fraud oder irgendwas anderes war, keine Ahnung welche Themen, wenn die Karte ausgetauscht wird, könnt ihr die andere Karte trotzdem weiter nutzen, weil sie ja in der Apple Wallet ist. Das heißt, also in der Apple Wallet braucht ihr nicht die neue Karte einstellen. Ihr könnt die alte Karte nutzen oder wenn ihr die Karte als Temporary Karte bekommen habt oder wie das heißt Instant Kartenname, dann könnt ihr die auch schon direkt nutzen. Also hier für euch direkt eine Möglichkeit, die Punkte einzusammeln. Alle Credits sind nicht automatisch freigeschaltet. Das heißt, ihr müsst einige Sachen freischalten. Und ihr müsst jede Credit Card Kategorie Active Enrollment machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Heißt also, der $120 Dining Credit zum Beispiel, $10 pro Monat für GridHub, Cheesecake Factory, Goldbelly, Winecom und Five Guys aktivieren. 120 Uber Cash aktivieren, im Uber-Konto hinterlegen, erst dann wird monatlich gut geschrieben. Das heißt also, ihr müsst die Karte aktivieren und auch benutzen. Und dann der Dunkin'-Kredit von $84, $7 im Monat, ist leider nur in den USA einlösbar. Aber wenn man in den USA ist, dass man das auch nicht vergisst. Und der $100 Resi-Kredit, 50 im Januar bis Juni und 50 dann für den Rest des Jahres von Juli bis Dezember. Aktiviert Sachen, die einzeln aktiviert werden müssen, sonst gibt es keinen Kredit. Ich habe jetzt auch bei vielen unserer Mitglieder gesehen, die haben den Resi-Kredit aktiviert. Gut gemacht. Richtet Autopay ein. Ganz, ganz wichtige Sache. Denn Autopay stellt auf Full Balance oder zumindest auf Minimum Payment. Ich persönlich mache es auf Minimum Payment. Weil was passieren kann, ist, dass wenn du von einem Konto hauptsächlich abbuchst, dass auf anderen Konten Geld ist, aber auf dem Konto, wo es abgebucht wird, ist kein Geld da. Das heißt also, wenn du das Full Payment machst, dass das ein Thema ist. Ich selber mache das auch so, dass ich jede Woche meine Karte ausgleiche. Ja. Und nicht 100%, sondern ich lasse mal 1% drauf und nie die Fees zu geraten. Und gerade am Anfang ist das wichtig für den Credit Score Aufbau, auch wenn man im Mittelfeld Credit Score Aufbau ist, weil Endgame hat man ja nie eigentlich erreicht, wenn man ehrlich ist. Auch dann ist das durchaus sinnvoll. Und geht auch die Amex Offers durch. Da gibt es manchmal Offers, die ihr gar nicht gesehen habt für Hotels, Retail, Restaurants und das sind durchaus Hunderte von US-Dollar, die man einsparen kann. Nehmt so etwas wie eine App, Award Wallet Rewards, Max oder wie die alle heißen, die aktivieren die ganzen Sachen und aktivieren auch Dinge, die ihr nicht seht. Also das ist auch relativ geil. Und ich nutze auch die App und gucke auch in der App nach, welche Karte soll ich benutzen, damit ich ja optimale Karte benutze, aber wir wollen ja Goldkarte benutzen. Und deshalb ist gerade dort beim vierten Punkt wichtig, ist das der fünfte Punkt, Vierfach-Punkte-Strategie, bei Restaurants und bei Supermärkten. Die Goldkarte lebt von Vierfach-Punkten im System. Die US-Supermärkte geben ja auch bis zu 25.000 Punkte pro Jahr, also $25.000 und die Restaurants bis $50.000. Und guck mal, welche Kategorie dein Spend-Loader ist. Ne? Und wichtig ist auch leider gehen die, ich habe es zweimal gehabt oder mehr, ich weiß es ehrlicherweise nicht, Supermärkte, die wurden so gecodet, dass sie trotzdem geklappt haben, obwohl es nicht in den USA war. Das war eher ein Fehler im System, als dass es beabsichtigt war, aber das kann manchmal passieren. Und es gibt aber in den USA viele Dinge, die kein Supermarkt sind. Deshalb Supermärkte sind Krogers, sind Whole Foods, Trader Joe's, Publix, Safeway, Albertsons, Vons, Ralphs. Ich mag Ralphs, ich bin ein großer Freund von Ralphs. Giant Food, Foodline, also solche Sachen. Aber Costco, Sam's Club gelten nicht als Supermärkte. Gut, man kann bei Sam's Club, bei Sam's Club weiß ich jetzt gar nicht, aber bei Costco kann man auch gar nicht bezahlen mit der Costco-Karte. Auch viele Pharma-Markets, Gas-Station Stores und Convenience Stores, 7-Eleven und so weiter qualifizieren leider nicht. Online-Käufe bei Supermärkten, also wenn ihr online im Supermarkt kauft, das kann funktionieren. Aber auch nur leider in den USA. Aber bei Restaurants, denkt dran, ganz, ganz wichtig.
Auch wichtig ist, dass ihr eure Updates macht für eure Apps, wo ihr mit bezahlt. Ich hatte Uber schon genannt, aber denkt auch dran an Sachen wie zum Beispiel Grubhub, Lieferdienste, Streaming, Subscription Tools. Denn du hast halt erst dieses Triggern, wenn die richtige Händlerzuordnung ist und wenn auch bezahlt wird mit der Karte. Ob du jetzt bezahlst mit der Karte über Apple Pay oder direkt die Nummer eingibst, ist egal, funktioniert beides. Resi-Strategie planen. Januar, Juni, spätestens im Frühjahr ein Resi-Restaurant buchen und natürlich ideal Sommer- oder Holiday-Booking für den zweiten, also dass ihr die $50 mitnimmt. Ganz wichtig. Und denkt dran, macht am Jahresanfang eine ganz klare Strategie, wie ihr für euren Credit Score arbeitet. Macht dort ein FICO Boost Time, definiert klare Payment-Strategie, Statement Day, Payment Schedule, Ziel-Utilization. Ich sage immer 1%, ihr könnt auch bis 10% gehen, je weniger, desto besser. Ganz wichtig. Und das ist halt wirklich wichtig, wenn ihr andere Karten auch ins Auge fasst. Also denkt dran, so etwas zu machen. Dann die Membership Rewards Punkte richtig verwalten, das ist bei Punkt 9, das ist ganz, ganz wichtig. Nutze Membership Rewards Punkte nicht für Amazon oder Cashback, schlechtester Wert. Also kommt da nicht auf die Idee, die zu nutzen. Das schlägt mir das auch ab und zu vor und sagt, nee, bin ja nicht doof. Transferiert zu Airline-Partnern. Delta Airlines ist nicht schlecht. British Executive Club ist geil. Ich habe letztes Jahr so viele Promotions gesehen mit 1,3 Punkten. Da könnt ihr die von British Airways zu Qatar, zu Finnair, zu Iberia und so weiter hinführen und gucken, wo die Flüge am billigsten sind. Das heißt, also wenn ihr einen Flug über Qatar bucht, der bei Finnair ist oder woanders, der kann bei anderen billiger sein. Also guckt überall nach, kontrollieren, dann könnt ihr die Punkte innerhalb von Schnipp, wird das umgebucht. Bekommt ihr auch Singapore Airlines KrisFlyer. Und gerade auch Business-Class-Sweet-Spots planen. Gerade in Europa, USA, Middle East, Asien, da gibt es, also Nahosten ist das für uns, gibt es viele, viele Spots, die ihr mit dem Punkt machen könnt. Deshalb, Flugreisen sind das, was am meisten Bang for the Buck gibt. Und je höher die Buchungsklasse ist, desto mehr Punkte gibt es. Ich wollte nicht auf die Kamera treten, so wie gestern. Ja, und dann solltet ihr eine jährliche Setup-Routine einbauen. Wir sind immer noch Anfang des Jahres, ganz wichtig, deshalb vergesst es nicht. Fraud Alerts aktivieren, Authentification, wenn man englische Texte selber schreibt, ne? Authentifizierung, Kartenlimits und Notifications anpassen und dann natürlich auch Authorized User. Ich bin persönlich natürlich der Meinung, dass Authorized User nichts bringt für den anderen, der Authorized User ist, aber es bringt dir was, wenn du jemanden, zum Beispiel deine Partnerin, deinen Partner, Freund, Bekannte, Schwager, Eltern oder wem auch immer eine zweite Karte gibt, weil dann spart ihr nicht nur vielleicht die zweite Karte über, sondern aber ihr sammelt Meilenpunkte-Status mit der Karte, wenn andere für euch Geld ausgeben. Und dann natürlich für euch nochmal ein Bonustipp. Die Goldkarte ist eine Spendmaschine, aber sie funktioniert nur in Kombination mit dem klaren Cashflow-Management. Definiert ein Rewards-Ziel. Das heißt also, ihr müsst Cashflow haben, ihr müsst ein Ziel haben, worauf ihr die Punkte haben wollt. Und natürlich den konsequenten Jahresroutinen. Deshalb, das ist perfekt für Leute, die ihre Journey anfangen wollen und die Karte halt über den Global Transfer bekommen. Und da könnt ihr mich natürlich ansprechen. Und bei der Businesskarte gibt es auch andere Strategien, gerade bei der Platin. Aber lasst mich, auch bei der nächsten Sendung gehe ich durch auf die Platinkarte eingehen. Ihr könnt ja unten kommentieren, ob ihr von der Platinkarte dasselbe haben wollt. Da bin ich mal gespannt. Und da solltet ihr kommentieren, Gas geben und sagen, ja, ich mache auch die Routinen. Ja, ich habe da Dinge gemacht. Nein, ich habe Dinge vergessen. Und kommt auf School US Kreditkarten-Talk, kommt auf Facebook und kommt zum Stammtisch. Wir haben wieder Stammtisch. 6. in Frankfurt und am 7. in München. Und ich werde Zürich machen, weil Zürich wird angefragt. Ich werde wahrscheinlich auch Wien machen. April. Also ich werde mir Termine machen. Ich werde auch nochmal mit meinem Freund aus Zürich, ist das Zürich? Aus der Schweiz sprechen und da zum Stammtisch. Also, in dem Sinne, euch viel Spaß, eine gute Zeit und bis zum nächsten US-Kreditkartentalk. Ich freue mich. Bis dann. Ciao.